Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Meine Güte, war 2025 fußballerisch für Real Madrid ein absolutes Horrorjahr. Ich drücke Real Madrid die Daumen, dass sich im Jahr 2026 alles ändert. Gesundheit, Glück und Erfolg wünsche ich euch natürlich auch im neuen Jahr. Ja, aber das Jahr 2025 war so ein Arschloch, dass es natürlich am letzten Tag nochmal nachtreten musste. Und zwar beim wohl besten Spieler dieses Planeten. Beim wichtigsten Spieler von Real Madrid. Bei dem Spieler, um den sich das ganze System Xabi Alonso dreht. Kylian Mbappé. Der Franzose fällt mindestens 3 Wochen aus. Was da los ist, was das bedeutet, das erfahrt ihr natürlich in dem Video. Und wenn das nicht alles schon schlimm genug wäre, gestern eine Hiobsbotschaft aus Brasilien. Roberto Carlos musste per Not-OP am Herzen operiert werden. Ich kann euch schon etwas Entwarnung geben, aber was da los ist, der letzte Stand, erfahrt ihr natürlich auch. Ansonsten hatte ich euch gestern versprochen, euch etwas über Franco Massantono zu erzählen. Habe ich vergessen, aber das kommt heute natürlich nachgeholt. Also all das und noch vieles mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Meine Güte, sind wir Madridistas froh, dass dieses Horrorjahr 2025 für den Madridismo endlich vorbei ist. Und wie sollte das Jahr auch anders enden, als mit einer Aneinanderkettung von schlechten Nachrichten. Aber die schlechteste von allen, die mich am meisten schockiert hat, aber ich kann euch etwas Entwarnung geben: Roberto Carlos, unsere Legende als linker Verteidiger, jetzt immer noch Repräsentant von Real Madrid. Gestern musste er per Not-OP am Herzen operiert werden in Brasilien. Dazu hat die COPE die Information gebracht: Roberto Carlos unterzieht sich in Brasilien einer Notoperation am Herzen. Der ehemalige Fußballspieler wurde wegen eines Blutgerinnsels im Bein ins Krankenhaus eingeliefert, wo die Ärzte eine Herzanomalie feststellten, die einen sofortigen chirurgischen Eingriff erforderlich machte. Also, wie ihr seht, Roberto Carlos hat uns allen wieder bewiesen, dass Gesundheit nun mal das Wichtigste ist, viel wichtiger als sportlicher Erfolg etc. Also, gute Nachricht, es war kein Herzinfarkt, was da so ein bisschen rumging. Er hat das selber bei sich auf Twitter direkt klargestellt. Naja, die Ärzte haben halt festgestellt, Blutgerinnsel, damit ist nicht zu spaßen. Nach einer Thrombose, weiß Gott, diese ganzen langen Flüge, ob die damit was zu tun haben. Naja, das Wichtigste auf jeden Fall, er ist stabil, er ist auf dem Weg der Besserung und Roberto Carlos hat wieder ein Lächeln im Gesicht. Ja, wie gesagt, deshalb immer das Wichtigste, Gesundheit, und Gott sei Dank hat Roberto Carlos das Glück, dass die OP gut gelaufen ist. Ja, weg von einem Schock hin zum anderen. Denn der andere Schock, deutlich weniger schlimm, wir reden hier nur über eine fußballerische Verletzung, ist natürlich die Verletzung von Kylian Mbappé. Und Jugones hat das gestern zusammengefasst, da brauche ich euch nicht immer den medizinischen Bericht vorlesen. Davon habe ich schon mehr als genug in diesem Jahr vorgelesen. Lassen wir mal Jugones meine Arbeit machen. Hören wir da zusammen einmal rein. Schlechte Nachrichten für Madrid. Mbappé hat sich verletzt. Er hat eine Verstauchung im Knie. Achtung, die Bilder von Jugones von seinem letzten Training. Nach den heute bei unserem Spieler Kylian Mbappé durchgeführten Tests wurde eine Verstauchung in seinem linken Knie diagnostiziert. Eine Verletzung, wegen der Kylian Mbappé laut L'Équipe sich am Knie verletzte und 3 Wochen ausfallen wird. Das könnte Mbappé für 3 Wochen außer Gefecht setzen. Aber auffällig ist das Bild, das Jugones beim gestrigen Training aufgenommen hat. Mbappé spricht mit Xavi, um anschließend behandelt zu werden, während er sich ans Knie fasst. Mehrmals. Und obwohl er schließlich wieder ins Training einstieg, wurde bei ihm eine Verstauchung im linken Knie diagnostiziert. Mbappé hat eine Verletzung am linken Knie. Ja, ihr habt es selber gehört, eine Verstauchung im Knie. Und ich wünsche zunächst einmal Kylian Mbappé natürlich eine gute Besserung. Aber ich kann einfach nicht wegdenken, dass Kylian Mbappé
90 Minuten gegen den Drittligisten Talavera gespielt hat. Dass er gegen Sevilla 90 Minuten gespielt hat. Dass er immer 90 Minuten gespielt hat. Und natürlich, was passt besser zu Real Madrid im Jahr 2025, als dass 3 Tage nachdem Endrick verliehen wird, Kylian Mbappé sich verletzt. So, es passt wie die Faust aufs Auge zum Jahr 2025 von Real Madrid. Aber da muss ich natürlich einen Kylian Mbappé in die Verantwortung nehmen, denn ein Kylian Mbappé muss nicht für irgendeinen Torrekord, wie viele Tore du in einem Jahr machst von Ronaldo etc., seine Gesundheit riskieren für Spiele wie gegen Talavera. Ja, und dadurch, dass er so unvernünftig war und da riskiert hat, fehlt er jetzt, meiner Meinung nach, beim ersten wichtigen Titel in dieser Saison. Eine Supercopa in Spanien ist natürlich keine Champions League, keine Meisterschaft, kein Pokal, also jetzt ist auch kein riesen wichtiger Titel. Aber so wie man hört, geht es da um die Zukunft von Xabi Alonso. Es kommt darauf an, wie die Ergebnisse aussehen, um zu entscheiden, ob er Trainer von Real Madrid bleibt. Und Xabi Alonso, ja, ist vielleicht auch selber schuld. Denn wenn ein Kylian Mbappé, logisch möchte der jedes Spiel spielen, aber du bist der Trainer von Real Madrid. Du bist nicht der Trainer von Kylian Mbappé. Und dieser Schmusekurs, den ein Xabi Alonso seit einigen Wochen mit der Kabine von Real Madrid eingeht, ist nicht im Interesse von Real Madrid. Das geht früher oder später schief. In diesem Fall früher. Ja, und für diesen Schmusekurs wird Xabi Alonso auch hart kritisiert, denn das erste Mal, an das ich mich erinnern kann, dass Real Madrid am 1. Januar, heute also, trainingsfrei hat. Das gab es noch nie. Am 1. Januar wird bei Real Madrid trainiert und noch viel mehr, wenn du am 4. Januar ein Spiel gegen Betis Sevilla hast. Und Xabi Alonso wurde schon mal dafür kritisiert, dass nach dem Sieg gegen Bilbao die Mannschaft 2 Tage frei hatte. Ja, und wir haben ja danach gesehen, was passiert ist. Diese Jungs sind dir nicht dankbar und zerreißen sich im nächsten Spiel. Nein, ich bin mir fast sicher, dass einige dieser Jungs gestern Nacht, ja, über die Stränge geschlagen sind. Xabi Alonso muss viel mehr Autorität haben. Und wenn die Jungs pissig sind, dass sie zu früh nach Athletic Bilbao fliegen mussten, dann ist das halt so. Dann lässt du die pissig sind, halt auf der Bank. Und wenn die Jungs pissig sind, dass sie am 1. Januar arbeiten müssen, guess what? Viele Menschen müssen am 1. Januar arbeiten und die werden mehr als genug dafür bezahlt. Also, ja, das ist eine Mischung aus Frust, den ich habe auf den Kylian Mbappé, der sich verletzt, damit er gegen Talavera spielen kann. Es kann doch nicht unser Ernst sein. Und auf der anderen Seite ist das auch Frust, dass unser Trainer, der so viel Potenzial hat, einfach nicht die Autorität oder nicht den Mut hat, ja, sich in dieser Kabine durchzusetzen. Und das sind die Konsequenzen, die der Madridismo zahlt. Ein Kylian Mbappé, der in der wichtigsten Phase, die bisher die Saison hatte, erstmal ausfällt. Ja, konkret bedeutet das, er fehlt gegen Betis Sevilla, natürlich fehlt er da. Dann fehlt er in der Supercopa gegen Atletico Madrid. Sollten wir da irgendwie weiterkommen im Finale, würde er da natürlich auch fehlen. Herzlichen Glückwunsch. Dann fehlt er aber auch im Spiel gegen Levante. Okay, da sollten wir ihn hoffentlich nicht brauchen. Und zu guter Letzt fehlt er auch noch in dem wichtigen Champions League Spiel gegen Monaco. Ja, kannst du dir alles nicht ausdenken. Danach im auch sehr wichtigen Spiel gegen Villarreal sollte er, wenn alles glatt läuft, wieder dabei sein. Ja, Kylian Mbappé fehlt 3 Wochen. Bin ich gespannt, wie ein Xabi Alonso damit umgeht. Naja, vielleicht sehen wir ja die Mannschaft aus der Club-WM wieder, denn da fehlte ein Kylian Mbappé auch und die Mannschaft hat das gut gelöst. Viele von euch schreiben in den Kommentaren, dass Kylian Mbappé das Übel ist, dass er aus Real Madrid das neue Paris Saint-Germain macht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ein Spieler, der 60 Tore im Jahr macht, das Problem ist. Aber wir werden unsere Antworten erhalten, schneller als gedacht. Er fehlt jetzt 3 Wochen. Ja. Und ich würde sagen, um einmal auf bessere Laune zu kommen, schauen wir uns das Jahresabschlusstraining von Real Madrid an.
Wie gesagt, heute haben die Jungs ja trainingsfrei. Herzlichen Glückwunsch dazu. Viel Spaß beim letzten Training von gestern von Real Madrid. Ja, zumindest die Intensität beim Training stimmt, das kann ich Xabi Alonso nicht absprechen. Vielleicht ist das Ganze ja so ein Wink des Schicksals. Vielleicht wird Xabi Alonso zu seinem Glück gezwungen, dass er endlich, ja, nicht eine Mannschaft findet, die nur um Kylian Mbappé, wo es nur um Kylian Mbappé geht, sondern eine Mannschaft, die als Team geschlossen arbeitet. Vielleicht haben ja die Leute in den Kommentaren recht, werden wir in den nächsten Wochen erfahren. Wie dem auch sei, kommen wir jetzt zu einem Spieler, wo ich euch gestern schon versprochen habe, dazu was zu sagen, nämlich Franco Mastantuono. Und Franco Mastantuono, viele von uns vergessen schnell, dass der Junge gerade mal 18 geworden ist. Ich meine, der hat ein sehr männliches Auftreten, ne? Sieht schon sehr, sehr reif aus für sein Alter, aber das ändert nichts daran, dass der 18 ist. Dass der aus einem fremden Kontinent gekommen ist. Fremde Ernährung, fremde Plätze, fremde Gegner, eine fremde Liga, alles anders. Und natürlich ist er nicht mit 18 hier angekommen und hat die spanische Liga zerschossen. Ich glaube, er selber hätte mehr von sich erwartet. Ich selber ein bisschen auch, weil ich ein bisschen naiv war und mir gedacht habe, oh, wir haben da vielleicht den nächsten Superstar in der Welt des Fußballs. Und solche Erwartungen können natürlich nicht erfüllt werden. Ja, aber was man dem Franco Mastantuono nicht vorwerfen kann, ist sein Wille, sein Einsatzwille. Man muss auch sagen, die Ergebnisse, den besten Fußball, den Real Madrid in dieser Saison gespielt hat, am Anfang der Saison, war mit Franco Mastantuono. Mit ihm rechts, Vini links, Mbappé in der Mitte und einem Arda Güler dahinter. Das waren die ersten 10, 11 Spiele, wo wir, glaube ich, 10 Siege geholt haben aus 11 Spielen, wo das offensive Pressing immer funktioniert hat. Denn fußballerisch, sage ich immer wieder, können Sachen klappen oder nicht. Aber deinen Einsatzwillen, den hast du immer selber in der Hand und den hat ein Franco Mastantuono immer abgeliefert. Seine Arbeitsmoral, ja, die ist zu 100% da. Diese argentinische Gier, dieses Feuer, das hat mir in den Zweikämpfen gefallen. Aber Franco Mastantuono nach seiner Verletzung hat er nicht mehr viele Minuten unter Xabi Alonso gespielt. Es mag daran liegen, dass er sich verletzt hat. Es mag daran liegen, dass er sich in der Kabine ja geäußert hat, nachdem er im Clasico auf der Bank war. Vielleicht hat Xabi Alonso das nicht gefallen und er erteilt dem jungen Argentinier gerade eine Lektion. Aber wie dem auch sei, Neapel ist das alles egal. Neapel pochert und kämpft darum, dass sie Franco Mastantuono unbedingt ausgeliehen haben wollen. Ja, und einige könnten denken, ja, wenn er bei Madrid nicht spielt, vielleicht geht er nach Neapel und zerreißt da die Serie A. Ja, und sowohl ein Fabrizio Romano als auch La Cadena SER haben sich dazu geäußert. Normalerweise zeige ich immer Fabrizio Romano. Im Jahr 2026 starten wir mal anders. Fangen wir mal mit La Cadena SER an. Hören wir uns mal an, was Real Madrid mit Franco Mastantuono vorhat. Und es gab in den letzten Tagen auch viel Gerede über die Situation von Franco Mastantuono, der praktisch als Stammspieler zu Real Madrid kam, oder streicht das praktisch, er hat sehr viel gespielt, aber nach dem Derby ist etwas passiert. Denn nach jenem Derby, bei dem Atletico Madrid 5 Tore schoss, Ende September, ist er praktisch von der Bildfläche verschwunden. Ignacio Marcano, nachdem es Interesse gab, und angesichts des Interesses einiger europäischer Teams, was sagt das Umfeld von Franco Mastantuono? Was will der argentinische Fußballer von Real Madrid tun? Nun, Alvaro, das nahe Umfeld des Argentiniers hat El Larguero heute Nachmittag versichert, dass, wenn es nach Franco ginge, und ich zitiere wörtlich, er niemals wechseln würde. Der Spieler will nicht von Real Madrid ausgeliehen werden.
Was den Verein betrifft, und Anton und Xavi sind ja da und können das bestätigen, betrachtet man ihn als Spieler für ein sehr wichtiges Projekt für Gegenwart und Zukunft. Das hat der Verein mit der großen Investition in ihn letzten Sommer bewiesen. Und die Meinung, die man daher hat, ist nicht, dass er bei einem anderen Verein spielt, sondern dass er in Madrid durchstartet und dieses Anpassungsjahr durchläuft. Ja, ihr habt es selber gehört. Weder der Argentinier noch Real Madrid haben da irgendwelche Pläne. Fabrizio Romano hat das Gleiche auch gesagt. Da ist absolut nichts dran. Franco Mastantuono ist essentiell für dieses Real Madrid. Ja, jetzt nachdem wir einen Endrick verloren haben, nachdem Kylian Mbappé verletzt ist, noch weniger. Aber ich glaube auch ohne das oder selbst ohne die Verletzung, die war noch nicht bekannt, hat Real Madrid klargemacht, Franco Mastantuono ist unantastbar. Der Junge braucht seine Zeit, aber er wird seinen Durchbruch bei Real Madrid schaffen. Und ich muss sagen, wie ich eben schon gesagt habe, er hat noch nicht das abgeliefert, was ich mir wünschen würde, was sich jeder Madridista wünschen würde. Aber er hat schon Ansätze seiner Qualität gezeigt. Und das, was er zeigt, ist der Einsatzwille. Und mehr können wir von einem Fußballer erstmal nicht verlangen. Der soll immer alles geben. Ja, das hat der junge Argentinier bis jetzt getan. Ja, wie ihr gehört habt, eine Menge Themen rund um Real Madrid. Ich bin gespannt, was ihr zu diesen ganzen Themen zu sagen habt. Was sagt ihr zur Verletzung von Kylian Mbappé? Was sagt ihr zum Trainingsfrei von Xabi Alonso? Und was sagt ihr zu Franco Mastantuono? Gerne auch Genesungswünsche an Roberto Carlos. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Video kommentieren würdet, wenn ihr ein Like da lassen würdet, teilen. Und wenn noch kein Follow da gelassen hat, ganz schnell, dann bist du noch unter den ersten 20.000. Ich würde mich natürlich riesig freuen. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!